Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Dieses Video ist ein Hilferuf meines Nachbarns und von mir ein Versuch, eine Hündin zu vermitteln. Ja. Ich möchte gleich sagen, sollte uns dieser Versuch gelingen, sollte der erfolgreich sein, bleibt dieses Video dennoch online auf meinem Kanal, um eventuell zukünftigen Ersthundebesitzern zu zeigen, was nicht geschehen sollte. Selbstverständlich wird hier die Überschrift des Videos, auch das Titelbild geändert. Ja, von Luna sucht ihn, Luna hat gefunden, aber es bleibt online. Ja. Heute geht es um eine Hündin, welcher ich gerne persönlich helfen möchte. Das ist mir ein persönliches Anliegen, um die Luna, einer 10 Monate jungen Border Collie Hündin der Spitzenklasse. Nun, wo ist das Problem? Das möchte ich Ihnen gerne erzählen. Mein direkter Nachbar, der Herr Erich, der hat sich mit Luna sehr überschätzt. Schon etwas in die Jahre gekommen, knirschen nicht nur seine Knie, sondern überfallen ihn seit einiger Zeit auch die Dämonen der Epilepsie, und das nicht zu wenig. Vor kurzem hörte ich Luna bellen und sah beim Fenster runter, sah ihren Halter, den Herrn Erich, in der Wiese liegen zitternd, epileptischen Anfall erleidend. Ich stürzte ohne Schuhe die Wiese runter, sicherte die Hündin und half ihm so gut es mir möglich war. Weiß nicht, was geschehen war, hätte ich es nicht bemerkt, wäre Luna vielleicht in Panik davongelaufen. Schließlich hatte er sie in dem Zeitpunkt, wo er da zitternd am Boden lag, nicht gesichert gehabt. Weiß ich nicht, aber es ist zum Glück gut gegangen. Schön war das Ganze natürlich nicht. Auch ist Herr Erich seit kürzester Zeit alleinstehend und hat somit keine Unterstützung, wenn es um das Temperamentsbündel Luna geht. Die gesundheitlichen Schwierigkeiten, die dadurch extrem beschränkten Bewegungsmöglichkeiten und der Charakter von Luna sind derartig konträr, dass es sich nach vernünftigem Gespräch mit mir dazu entschlossen hat, einen guten Platz für dieses Mädchen zu suchen. Er schafft sie nicht mehr. Sie ist einfach zu viel Border Collie und zeigt das auch jeden Tag, dass sie das auch ausleben möchte. Und schauen Sie, das ist ein Spitzentop-Mädchen. Ein Border Collie, der eine Zier seiner Rasse darstellt. Und das garantiere ich Ihnen. Ich sagte zu meiner Frau, obwohl der Border Collie nicht in mein Beuteschema fällt, ganz und gar nicht eigentlich. Hätte ich Vito nicht, würde ich mir Luna sofort nehmen. Derartig begeistert bin ich von dieser Hündin. Eine temperamentvolle, wunderschöne Zuckermaus. Schauen Sie, wie ist sie zu Erich gekommen? Soweit ich weiß, hatte sie vor ihm schon einen Besitzer. Im Welpenalter erwarb sie ein leider körperlich behinderter Mann, der an den Rollstuhl gefesselt war, der sehr schnell erkannte, dass er mit dieser Hündin nicht zurechtkommt, weil sie eben ein typischer Vertreter ihrer Rasse ist. So fand sie den Weg zu Erich, der ebenfalls nicht unbedingt den optimalsten Halter eines Border Collies darstellt. Ich habe ihm vor dem Erwerb von Luna schon gesagt, tu das nicht. Die wird dir zu viel, du kommst mit ihr nicht zurecht. Er glaubte mir nicht, nahm sie sich dennoch. Aber er schafft sie nicht. Ich möchte Ihnen mal einige Details zu Luna erzählen. Luna ist jetzt 10 Monate alt und hat soeben ihre erste Läufigkeit hinter ihr. Sie besitzt ein makelloses, vollzahniges Scherengebiss und weist ein herrliches Fellkleid vor. Wirklich wunderschön. Aktuell hat sie eine Schulterhöhe von 50 cm und wirft 19 Kilo auf die Waage. Sie steht in Top-Kondition, das sage ich Ihnen. Sie besitzt ein fantastisches Lauf- und Gangbild, ganz Border Collie typisch. Ich gehe mal etwas zur Seite, blende einige Videos von ihr ein. Sie ist aber ein rassetypisch, überaus triebiges Mädchen, ja, welches aber diesbezüglich viel zu kurz kommt, liebe Zuseher. Sie zeigt extrem aufmerksame Lernwilligkeit und ist auffallend intelligent und schnell in der Auffassung. Ich war dabei, als sie das Kommando Sitz unterhalb von 3 Minuten gelernt hat. Aber das überrascht niemanden, der mit der Rasse Border Collie vertraut ist. Schauen Sie, aufgrund von erziehungstechnischen Versäumnissen von Erich, der etwas außer Übung gekommen ist, wenn es um Hunde geht,
sie ist nicht sein erster Hund, doch ist es schon einige Zeit her, dass er Hunde besessen hat. Ja. Kann sie in manchen Situationen rüpelhaftes, forderndes Verhalten zeigen. Speziell beim Spiel mit dem Ball, ja, wo sie nun den Ball schon gern mal aus der Hand schnappen möchte. Ja, oder heftiges Raufspringen. Sie wissen schon, rüpelhaftes Verhalten. Aber ich sage Ihnen was. Ich garantiere Ihnen, hätte ich diese Hündin bei mir zu Hause, wäre Vito nicht da. Aufgrund der Lernwilligkeit, aufgrund des extrem ausgeprägten Will to Please, den diese Hündin besitzt, in vorzüglicher Art und Weise, hätte ich das binnen 10 Tage bei ihr weggebügelt und sie auf einen Level runter trainiert, der für einen Border Collie normal ist. Ich bin mir sicher, wenn Sie ein Mensch sind, der mit temperamentvollen, triebigen Hunden zurechtkommt oder gar vielleicht schon mal einen Border Collie besessen haben, dann können Sie das wahrscheinlich doppelt so schnell, wie ich das schaffen würde. Aber es ist kein Problem. Die ist 10 Monate alte Hündin. Was soll ich Ihnen sagen? Ja? Hat einiges in der Erziehung versäumt. Das ist eine dieser Sachen. Ne? Sie ist aber auch aktuell sehr territorial. Ich möchte Ihnen das so erklären. Schauen Sie, aufgrund der körperlichen Einschränkungen ihres aktuellen Halters des Erichs kommt Luna nicht wirklich weit weg. Also die hat ein Revier, das sie für sich beanspruchen kann in der Größe von 2000 oder 2500 Quadratmeter. Ja, das ist etwas größer als ein Abstellraum für einen Border Collie. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Wir haben eine große Wiese direkt vor unserer Haustür und eine kleinere Wiese links daneben. Und ja, das ist ihre Welt seit 3 oder 4 Monaten. Mehr bekommt sie nicht zu sehen. Es ist kein Auto da, kein Führerschein da, er kann also nicht rausfahren mit ihr. Aufgrund dieses kleinen Reviers hat sie auch ein recht starkes Territorialverhalten in Richtung dieses kleinen Reviers entwickelt. Ich möchte Ihnen das anhand eines Beispiels erklären. Wir hatten vor einigen Tagen, das war dieses Wochenende, das letzte Wochenende, die Kinderfreunde hier, die einmal im Jahr campen, direkt vor der Haustür auf der großen Wiese. Da waren 15 Zelter, 30, 40 Personen, Kinder, Erwachsene. Da wird gespielt, gesungen, getanzt, da werden Abenteuer, Geschichten erzählt, da wird übernachtet bei Lagerfeuer und so weiter. Eine schöne, tolle Sache für Kinder, Sie wissen schon. Doch zählt dieses Areal, diese Wiese, diese 2000 Quadratmeter große Wiese zum Revier von Luna. Sie hat eben nur das und das beansprucht sie für sich. Was ist geschehen? Um 7 Uhr in der Früh hörte ich sie bellen, sah beim Fenster runter. Erich hat sie wie immer von der Leine gelassen, da sie sehr freundlich zu Menschen ist, sehr zugänglich, verspielt, fremden Menschen begegnet. Das tut sie übrigens auch bei fremden Hunden, egal welchen Geschlechts. Bei Katzen wissen wir nicht, wie sie reagiert, hat sie noch keine Erfahrung gemacht. Ja, und geschehen ist Folgendes, erbost darüber, dass da auf ihrem Revier plötzlich Gebilde in Form von Zelten dastanden und 30 oder 40 fremde Menschen auf ihrem Revier herumliefen, Kinder, Erwachsene, begann sie diese Leute zu umkreisen, ganz Border Collie typisch, aber mit gesträubten Nackenfelle und startete Scheinangriffe. Aber Scheinangriffe, wie sie in der Form eines 10 Monate alten Border Collies vorkommen. Sie verstehen schon, kilometerweit von tatsächlichen Attacken entfernt. Doch es waren Scheinangriffe. Du hast hier nichts verloren. Wenn dann einer dieser Leute einen Schritt auf Luna zugemacht hat, trat sie sofort den Rückzug an. Startet aber dann den nächsten Scheinangriff, immer auf 1,5, 2 Meter Abstand, wo sie sich dann einbremste. Ja, ich dachte mir, 6 Monate später und sie tackert. Ja. Ich habe Erich dann darauf angesprochen. Er meinte, na, das wird sie niemals tun. Ich sage, oh doch, das wird sie mal tun, wenn du dagegen nicht vorgehst. Aber das ist eine Sache, liebe Zuseher, das hat mit dem kleinen Revier zu tun. Sie hat eben nicht mehr zu beanspruchen als diese kleine Fläche und die beansprucht sie für sich. Und wenn dann von jetzt auf jetzt, wo nichts ist, plötzlich 30, 40 Fremde herumlaufen und Zelter stehen, dann ist sie klarerweise erbost. Doch wie gesagt, das waren alles Scheinattacken, die mir aber zeigten, sie entwickelt ein Territorialverhalten für dieses kleine Revier, das, wenn man nicht dagegen arbeitet, ja, zu ernsthaften Attacken führen könnte, wenn sie älter wird. Ja. Ja, wie gesagt, wenn diese Hündin mal wirklich raus kann, die Welt zu sehen bekommt,
ja, dann verschwindet das von alleine wieder. Ganz klar. Luna ist gechippt und hat alle Impfungen, auch die Tollwut-Impfung. Papiere vom Züchter hat sie allerdings keine. Es ist also keine Ausstellungshunde, was mir persönlich sowas von egal wäre. Ja. Ich sage Ihnen was, liebe Zuseher, das ist ein Spitzenmädchen, die so gern ein Border Collie wäre. Sie ist eine absolut typische Rassevertreterin mit viel Feuer, höchst intelligent, lernbereit, einen allerhöchst ausgeprägten Will to Please. Aber wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich. Sie hat viel Feuer, viel Temperament, einen hohen Bewegungsdrang, einen hohen Aufgabenbedarf. Sie ist also ein sehr, sehr typischer Hüte- und Treibhund. Übrigens, sie ist ein exzellenter Wachhund. Sie meldet zuverlässig, höchst aufmerksam alles, was nicht der Norm entspricht. Und das finde ich ganz toll bei ihr. Für Luna wird kein Geld verlangt, ja, das ist ganz klar. Was allerdings verlangt wird, ist ein toller Platz. Das würden Erich und ich uns wünschen. Wie sieht ein toller Platz für Luna aus? Nun schauen Sie, ein Garten muss nicht vorhanden sein, ganz und gar nicht. Sie wissen, wie ich dazu stehe. Auch Vito, mein Hund, lebt in einer Wohnung. Luna lebt ebenfalls aktuell in einer Wohnung. Was verlangt wird, ist ein Besitzer, der mit einem temperamentvollen, bewegungsfreudigen Hund, der einen hohen Aufgabenbedarf hat, zurechtkommt. Dem das Ganze auch bieten möchte, ihm das bieten kann. Optimal sind natürlich Leute, die schon mal einen Hüter oder Treibhund besessen haben, einen Border Collie, Australian Shepherd, Cattle Dog, in die Richtung hinein, Kelpie, Sie wissen schon, aber selbstverständlich auch Leute, die keinen Hüter oder Treibhund besessen haben, sollten aber Menschen sein, die mit triebigeren Hunden schon zu tun hatten oder wissen, damit umgehen zu können. Ja, ganz klar. Sollte Luna ihren Platz bei Menschen finden, die nicht allzu sportlich sind, dann garantiere ich Ihnen, geht die in 3 oder 4 Monaten wieder weg und mutiert zum Wanderpokal. Und das hat diese wunderschöne Hündin nicht verdient. Das ist eine Zuckermaus, die extrem freundlich ist zu Menschen, dennoch einen guten Wachtrieb hat und auch einen ausgeprägten ein ausgeprägtes Territorialverhalten, zumindest da unten auf ihrer Wiese. Verlässt sie diese mal, wird höchstwahrscheinlich auch ihr Territorialverhalten da irgendwie verschwinden. Das ist ihr Revier, das ist nun mal diese kleine Fläche, die sie für sich beansprucht. Ja, das kann ihr niemand verdenken. Eine tolle Hündin bei Begegnungen mit anderen Hunden, egal ob Rüde oder Hündin, ganz lieb zu Kindern. Wir wissen nicht, wie sie bei Katzen ist. Ich bin mir sicher, dass Luna auch in einer kinderreichen Familie aufgeht, ja, gedeiht, ganz sicher. Allerdings muss man sich etwas ihrer übermütigen, rüpelhaften, ihrem übermütigen, rüpelhaften Benehmen, das sie manchmal an den Tag legt, weil hier manche Versäumnisse gemacht wurden, dem muss man sich widmen, ganz klar. Aber ich garantiere Ihnen nochmal, glauben Sie mir, ich erzähle Ihnen keine Märchen. Ich habe hier viel Verantwortung, wenn ich diese Hündin hier in diesem Video bringe, deswegen glauben Sie mir aufs Wort, was ich sage. Dieses etwas fordernde Verhalten, dieses manchmal etwas, zu wilde Verhalten ihrerseits, das haben Sie, wenn Sie ein Händchen für Hunde haben, in spätestens 2 Wochen wegerzogen, wegtrainiert, ja, völlig problemlos. Die Hündin strotzt vor Lernwilligkeit, strotzt vor Will to Please, ist höchst intelligent und sie ist wunderschön und natürlich reinrassig, aber ich glaube, das brauche ich ja nicht betonen. Sehen Sie sich diese Hündin mal an. Ein super Mädchen. Ich wünsche Ihnen einen wirklich tollen Platz. Lieber Zuseher, wenn Sie ein Mensch sind, der einen wirklich triebigen, sie ist triebig, ja, sie hat Feuer im Hintern, Red Bull in den Adern und nicht Blut, typisch Border Collie mäßig, ja, ganz typisch. Wenn Sie einen solchen Hund suchen, wie gesagt, alle Impfungen gechippt, keine Papiere, der noch dazu optisch fast perfekt oder sogar perfekt dasteht, möchte ich sagen. Ja, ein herzliches Wesen hat, ein toller Familienhund wird und jetzt auch schon ist. Wenn Sie diesem Hund wirklich Auslastung bieten können, geistige und körperliche, das heißt mit dem Hund unterwegs sind, eventuell am Abrichteplatz Agility mit dem Hund trainieren, ja, ihn schicken mit dem Ball, ja, ihm Tricks beibringen. Es muss kein Garten vorhanden sein. Wenn ein Garten da ist, ist es natürlich das Sahnehäubchen, gar keine Frage. Doch auch wenn kein Garten da ist und Sie ein Mensch sind, der mit solch einem Hund umgehen kann, weiß, dass er das kann, ja. Ja, dann würden mein Nachbar und ich mich natürlich sehr freuen und nicht zuletzt auch Luna sich sehr freuen, ja, wenn wir da irgendwie in Kontakt treten könnten. Die Kommentarfunktion bei diesem Video ist geöffnet. Sie können ja mal anklopfen.
wenn Sie interessiert sind, wenn Sie tatsächlich und ernsthaft interessiert sind an Luna, machen wir das Ganze natürlich völlig privat über meine private E-Mail-Adresse. Die finden Sie am Ende der Kanal-Info. Ich kann sie aber auch einblenden, ist ja auch kein Problem. Und da werden dann Nägel mit Köpfen gemacht, da kann man sich dann detailliert austauschen, da werden dann Daten ausgetauscht und so weiter. Ganz wichtig, habe ich was vergessen zu sagen, sollten Sie Luna wollen und sollten Sie dafür geeignet sein, also etwas nachrecherchieren, nachgucken muss ich schon. Ich möchte nicht, dass die Hündin nach 2 Monaten wieder weggeht. Ja. Ist ganz klar. Ja. Aber ich glaube, da werden wir uns schon einig. Sollten Sie Luna haben wollen, dann müssten Sie sie holen von hier. Erich hat keinen Führerschein und er hat kein Auto. Sie kann also nicht gebracht werden. Luna muss abgeholt werden. So sieht's aus, liebe Zuseher, und nicht anders. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich der richtige Besitzer für Sie finden würde, der ihr ein dementsprechendes Leben bieten kann. Ja. Sie haben mit Sicherheit einen Top-Spitzenhund dann an Ihrer Seite, der Ihnen viel Freude bereiten wird. Das kann ich Ihnen sagen. Ja. Ja, nochmal, sollte dieser Vermittlungsversuch erfolgreich sein, bleibt dieses Video dennoch online als Beispiel für zukünftige Ersthundebesitzer, wie es nicht laufen sollte. Ja. Lieber Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und überlegen Sie sich das gut wegen Luna. Zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn Sie der Richtige sind. Ja? Somit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und sage, das war's schon wieder.